Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind in der letzten Folge erfolgreich gewesen auf der Suche nach dem zweiten Schlüssel, den wir gebraucht haben, um ich weiß gar nicht, wie ich diesen Raum nennen soll, da in der Eingangshalle hinter dem Gemälde, da gab es 2 Schlüssellöcher, die wir entdeckt haben und alles und überhaupt. Und ja, wir haben uns hier Zugang verschafft, sind dann direkt auch angegriffen worden, hatten am Ende der letzten Folge einen durchaus anspruchsvollen Kampf vor der Nase, der ganz knapp gut für uns ausgegangen ist. Deswegen ist der gute Lloyd jetzt ja auch noch so ein bisschen aus der Puste. Und wir wissen nicht, was uns im nächsten Raum erwartet und ob wir da eventuell die vermissten Personen vielleicht sogar finden, die, nach denen wir eigentlich suchen. Mal gucken. That was way harder than any of the other machines we fought so far. No kidding, if they got firepower like that thing, why haven't they sicked it on HIER yet? I am certain that controlling a machine of this nature is exceedingly difficult. There is a strong possibility it would go on a rampage without a skilled engineer handling it. Das war eine Andeutung. Ich hatte ja beim letzten Mal schon vermutet, dass das so eine Variation von, ich habe vergessen, von diesen Knights, die da diese Class 7 Leute in Cold Steel immer bestiegen haben. Ich komme auf den Namen nicht mehr, wie die geheißen haben. Auf jeden Fall, das, was Tio gerade gesagt hat, untermauert das so ein bisschen, dass man die steuern muss, um die unter Kontrolle zu halten, und hast du nicht gesehen. I'm just glad we didn't have to fight it in the middle of the city. It would have been much harder for us. Yes, it certainly would have been. Und nun? Okay, we've cleared the final obstacle. Let's head into the room. Right. Wen oder was werden wir da antreffen? Oh mein Gott, meine Gesundheit. Ich glaube, so angeknirscht war ich noch nie nach einem Kampf. Also zumindest nicht in Trades from Zero. Der hat einiges abverlangt. Am Ende waren gefühlt fast alle blind. Und hätte er nochmal zum Schlag ausholen können und einen AOE-Angriff gebracht. Ich glaube, der hatte auch nur AOE-Angriffe, dann wäre das unser Ende gewesen. Also ganz, ganz knappe Kiste. Aber Ende gut, alles gut. We finally made it to the Don's office. We'll be going beyond the point of no return in multiple ways if we enter this room. Okay. What should we do? Upon entering, you may no longer freely explore outside of Crossbear City. Remaining quests labeled with short term will expire. Proceed with caution. Okay. Ich gucke nochmal ganz kurz, auch wenn ich das beim letzten Mal ebenfalls schon getan habe. Aber das mit den Peculiar Dishes, das war nicht short von einer Missionszeiteinordnung. Das hier ist unsere Aufgabe und alles andere haben wir eigentlich. Boah, Leute, ey, ich habe gerade voll Panik. Ich muss mal kurz auf meine Liste gucken. Okay, es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich noch irritiert. Also im nächsten Chapter müsste ich auf jeden Fall noch einige Recipes finden. Ich muss aber an Tag 3 noch bei 9 Valleys irgendwas erledigen. Allerdings steht auf meinem Notizzettel, dass das erst nach dem Gespräch mit Dr. Günther passiert. Und mit dem haben wir hier an Day 3 oder Day 3 noch nicht gesprochen. Deswegen kommt das, glaube ich, noch. Ich würde es aber trotzdem, weil es ja auch hieß, wir können das hier nicht mehr freely exploren, trotzdem nochmal kurz hier reingehen und einfach gucken. Auch wenn ich das, glaube ich, in der vorletzten Folge ebenfalls schon probiert habe. Und das kommt mir alles bekannt vor. Das wurde uns beim letzten Mal auch schon gesagt. Also ich glaube, dass wir... You wouldn't happen to be dealing a certain illegal drug, would you? Das ist neu. Leave it to Dudley to cut to the chase. Hey, talking about that blue wonder pill that makes all your dreams come true. I was wondering when you showed up asking about it. I hate to break it to you, but I haven't laid a finger on that stuff. I've heard plenty of rumors about it, though. Been about 2 or 3 weeks now. Ah, is that so? My apologies for suspecting you. Please forget I said anything. Will do. In return, be a doll and buy something. I've got a new type of armor-piercing ammo in stock that's compatible with your gun.
I owe you one, Ashley. These two seem to get along well. Have they always been this friendly? Da gibt's bestimmt eine interessante Vorgeschichte. Whenever you need some info on the underground, you know who to call. I like to throw my most valued clients a bone or two at times. Do you come here regularly, Dudley? She's a valuable informant, so we engage in a bit of give and take. You soon come to realize that it's a vital asset for an investigation. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das der einzige Grund ist, aber da kenne ich Dudley auch noch nicht gut genug. I came to get information about yesterday's raid on HIER, but the shopkeeper here has never been an easy lady to work with. She seems on edge around me, probably because I'm not a regular client. If I had to guess, she's the type of woman that relies on herself to get things done. I guess I'm not going to have any luck here. Wie viel man hier gegen Ende noch über Ashley erfährt. Scott and Winsor went to check on Belgard Gate. They got an eyewitness report claiming that the Mafia had been on the premises. Why would the Mafia go to a CGF post? There's actually been quite a few eyewitness reports leading up to this. I've been hearing a ton of rumors that the CGF commander is in cahoots with the Mafia. Yeah, word on the street is he's been bribed. Man, I never really liked the guy to begin with. Well, an investigation of Belgard Gate shouldn't be a big deal, but since that big raid just went down, we gotta track down some evidence just in case. Interesting. Aber es bringt mich alles nicht an mein... das war neu, oder? Oh man, I'm so bored today. Mama's been super busy lately. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch wieder irgendwas falsch verstanden. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Nein, Wally at Downtown, Day 3. After spoken with Günther, but before day's end. Das steht auf meiner handgekritzelten Liste. Warte, kommen wir vielleicht in den Keller? Nope. Na gut, dann wird das vielleicht noch passieren. Vielleicht wird uns ja die Main Story, auch wenn wir nicht mehr freely hier durchlaufen können, vielleicht wird die uns wenigstens nach Downtown bringen und dann kann ich da in der Gegend noch rumgucken. Mir ist übrigens jetzt gerade erst eingefallen, dass ich ja hier noch eine Verbesserung vornehmen kann. Warte mal. Das hier removen wir, das hier auch, damit einmal hier Cast reinkommt. Wir haben doch nämlich von 2 auf 3 beim letzten Mal aufgestockt. Yes! So, hat sie jetzt neue Zauber? Das ist eigentlich mal die spannendste Frage. Zumindest nicht aus der Sparte. Galleon Tower ist immer noch ihr stärkstes Ding. Ist das hier neu? Shows a Lunar Illusion Confusing Lower Level Targets. Ich glaube, das ist alt, aber keine Ahnung. Okay, ich glaube, das hat uns für neue Arts jetzt wenig bis gar nichts gebracht, aber vielleicht habe ich auch einfach nur den Mehrwert nicht erkennen können beim Überfliegen der Liste. So, dann stelle ich mich jetzt hier nochmal ran, einfach damit wir mit Tio auch die vollen EP gleich haben. Und dann stelle ich mich jetzt auf einen sehr gemütlichen, story-intensiven Part ein und werde vorher aber nochmal speichern. Also wenn uns jetzt hier auf jeden Fall ein Folgekampf erwartet, dann habe ich ein Problem mit Blick auf meine CP. Also hoffen wir, dass uns das eventuell erspart bleibt. So, aber diese Point-of-No-Return-Warnung, das ist schon ein Statement, sage ich mal. Finde ich aber gut, dass das hier nochmal so ganz klar herausgehoben wird. Unlock door and go inside. Okay. Der Whisky steht schon bereit. Der Wein auf der rechten Seite auch. Wobei es bestimmt alles nur Traubensaft. Wow, this is certainly extravagant. It's still not quite at the level of Speaker Hartman's room, but regardless. Yeah, I imagine it would be hard to beat that. Ah, wait. Oh. Was denn? Wasn't your smartest move there, Mademoiselle? Hä? Was hat sie denn gemacht? What are you getting all panicked over? Danke, Dudley, ich verstehe es auch nicht. I'm well aware of what you lot pulled at the schwarze Auktion. Namely, swiping the prey the First Division has been after for years.
Oh. Regardless, this definitely seems like it's Marconi's office. With this, I think we've looked through Revage's entire headquarters, and yet... Yeah, neither the Mafia members nor the missing people are here. If there really are any clues lying around, odds are they'd be right here. Time is precious. Let's split up and search the room. Yes, sir. I'm sure we'll find something soon. Ich denke auch. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich nicht wieder direkt das Richtige erwische. Oh, es sind natürlich eine dicke Kiste. Ist das unser eigentliches Ziel? Warte mal, ich gucke mal eben kurz, womit ich interagieren kann. Also hier mit dem Suff da in der hintersten Ecke. Eventuell hier in der Mitte noch mit was? Hä? Nee, nur hinten mit dem Regal. Soll ich mich jetzt trauen, die Kiste zu öffnen? The chest is locked. I don't think I'll be able to unlock this with a lockpick. In that case, I guess I'll try searching the room. Ah, es wird bestimmt so einen geheimen Öffnungsmechanismus hinten bei den Flaschen geben. I need a key to open this. Maybe I'll find something if I take a look around. Kommt nochmal ein neuer Text? Nee, hier wiederholt er sich. Hey Randy. File here talks about Revage's army smuggling routes. Clever bastards already control all the routes I knew about from back in the day. I'd bet they're making good use of Garcia's HIER connections. Seems like these guys have been busting their asses to get all the latest toys from Rheinfort to Vern. Hell if I know how much MEHR all this stuff costs. File here talks about... Okay. HIER connections. I found a list implicating Crossbell's most influential political and business figures of accepting bribes. It includes not only the Speaker but also several Imperial Faction Diet members, the CGF commander and other directors of various organizations. According to this, they receive vast sums of MEHR from enterprises in return for silencing matters involving Revage. Ah, even the names of Republican Faction Diet members and the commissioner of the CPD are listed here. That would explain the pressure being put on the First Division. Interessant, was man hier so findet, warum er sie das gerade rausgekramt hat. Dieser Tisch hat, obwohl hat er Schubladen? Ich weiß es nicht, vielleicht lag es da drunter. I found an inventory of the items they prepared for the Schwarze Auktion. Everything about the items from acquisition to the winning bidder is detailed here. To think that they even acquired a masterpiece stolen by Phantom Thief B. If this info became public, it could possibly cause an international uproar. This is an inventory of the items at this year's auction. Apparently they weren't able to sell about half their stock. I suppose that's mostly our fault, but they reaped what they sowed. I found an inventory. Aber international uproar? Ist das nicht ein bisschen überdimensioniert? Weiß ich nicht. Vielleicht unterschätze ich auch den Rattenschwanz, der da dran hängt. Aber für mich ist das eher ein Thema, was die Leute national beschäftigen sollte. So, we've managed to find files directly tying Revage to illegal smuggling. I thought I had an idea of what they were doing, but to think the scale of their operation was this massive. Damn it, if only we had a search warrant. This is enough evidence to put them behind bars for a whole century. What we found constitutes conclusive evidence of smuggling. Damn it, if only we had a search warrant. Ich glaube, das war das allererste, was er bedauert hat, seit er sich uns angeschlossen hat, das mit dem Search Warrant. So, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch das hier, oder? The cabinet has a wide selection of vintage alcohol. Not sure why I was expecting to find anything other than fancy wine here. Oh, but wait. Lloyd lifted each bottle one by one. Bingo! Treasure chest key. Ooh. None of his subordinates would ever dare touch his private collection. Not a bad hiding place, Marconi. Tja, da hat er die Rechnung wohl ohne uns gemacht. The cabinet has a wide selection of... Das haben wir gerade eben schon mal gehört. So. Kommentiert irgendjemand jetzt den Fund von Lloyd? Nö. Er hat es ja auch noch niemandem erzählt. Ich will aber diesmal gucken, wie die Beschreibung dazu aussieht.
Hier, Treasure Chest Key. A key hidden inside Don Marconi's room. Da haben wir es. Gucken wir mal, was sich in dieser schmucken Kiste hier befindet. The chest is locked. Use Treasure Chest Key. Yes, please. Yes, got it. There are a few files in here. Let's take a look. Oha. Ich habe ein paar Hinweise bekommen bezüglich der Aussprache dieser Droge. Also das G soll man nicht sprechen. Und am Ende ist das O, glaube ich, auch nicht so lang gewesen. Also eigentlich heißt das NOSIS. NOSIS Delivery Receipts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wobei ich hätte das ohne G, das ist für mich noch nachvollziehbar. Aber für mich wäre es trotzdem eher NOSIS. Aber NOSIS klingt irgendwie auch vieldeutig interpretierbar, aber NOSIS, ich versuche mich daran zu gewöhnen. NOSIS Shipping Receipts. There we go. It's as we thought, they're responsible for distributing the drugs. Furthermore, it's NOSIS, the very same drug the cult developed. What the hell is going on here? There's something else here in the corner of the chest. Is this a CPD badge? Huh? Damaged Officer Badge. Was kann das heißen? Das kann heißen, dass einer der Drahtzieher früher mal einer von uns war, weil an so ein Badge kommst du wahrscheinlich nur ran, wenn du selber Teil der CPD bist. Und dann auch noch Officer, also du musst ja dann auch ein High-Rank-Typ sein. There's no way. Oh. Das ist von Guy? Das war doch Guy gerade auf dem Bild. Each and every missing person is written on this list. So now we have evidence that the Mafia is responsible for distributing the drugs. We've also managed to confirm that the drugs are in fact NOSIS, the very same one created by that cult. How was the Mafia able to get their hands on something like this? According to the shipment inventory, it seems like the entire supply has come from one person. Could that person have ties to the cult? Without a doubt. According to the documents, Rivage has had a relationship with this person for several years. They even provided Rivage with a technique to easily control the war dogs via administrating drugs to them. That explains it then. It usually takes Jägers a hell of a long time to train even one war dog. The fact that these mobsters had so many of them all of a sudden always seemed weird to me. So this means that someone from the cult was involved with that as well. But who could it be? We can deduce that it's someone living in Crossbell, judging by how frequently they're in contact. I don't know the answer. However, in regards to the missing people and Rivage's disappearance, my intuition's telling me this cult member is the one responsible. I agree with Lloyd. Those blue pills are likely an enhanced version of the original Gnosis from 6 years ago. Whoever this is, they managed to perfect the formula and they're now supplying the Mafia with it. Theo. It's alright, Theo. We're with you. Never again. We'll never let you go through that hell again. Thank you, Lloyd. Whoever this guy is, he seems like a real piece of shit. I'm gonna enjoy kicking his slimy ass. The real problem is, how are we going to lure him out of his hiding place? Right, we're lacking in numbers. The CPD already has to deal with Rivage's disappearance, the missing persons case, and that bomb threat at the airport too. Aber hängt das nicht vielleicht alles irgendwie zusammen? Also wenn wir die Person ausfindig machen würden, dann würden wir doch alle Bereiche damit vielleicht abfrühstücken. If the higher-ups weren't putting so much pressure on the force, we might be able to handle everything, but... Damn it, to think that the commissioner was completely won over by petty bribery. If not for him, we'd be able to mobilize the entire CPD and build a task force for all these cases. Has he no shame? He's a blight on the department. Hey Dudley. I have an idea. Why don't we get the Bracers to help? Das ist doch schon mal ein guter Ansatz, würde ich sagen. Dudley findet das wahrscheinlich nicht so geil. Oh yeah, that'd be a huge help right about now. What are you even thinking, Bannings?
If we bring the bracers in, the CPD's widespread corruption would be completely exposed. I don't think there's any avoiding that. It's simply a price the police force will have to pay. It's our own fault anyway. We've known about this corruption for a long time, but have continually looked the other way. Wouldn't it be best to accept the shame now, so we can begin moving forward? Ich bin da komplett bei Lloyd. Yeah. Aber ich verstehe den Dudley da auch ein bisschen, muss ich fairerweise sagen, weil das ist schon so ein massives Hose runterlassen. Und er hat, und das kann ich auch ein bisschen verstehen, natürlich ein großes Interesse, die First Division jetzt auch nicht in einem schlechten Licht dastehen zu lassen oder so. It's true, worrying over the department's pride will only cost us more time. Time those missing people may not have. Not only that, but we still don't have a damn clue what the Mafia's main objective is. We can't afford to stand here fretting over our reputations any longer. We need to act. So ist es. Das wird aber auch Dudley verstehen, oder? So these are the kinds of people Sergei gathered for his team. Very well, I'll leave you all in charge of contacting the guild. I'll go and secure the First Division's help behind the top brass backs. With any luck, I may even be able to enlist help from the Second Division. Hey, Dudley. Thank you. I appreciate you giving us a chance. Ich auch. Ich finde es gut, dass er sich dafür auch nochmal bedankt, weil das wird ihm nicht einfach gefallen sein, uns da entgegenzukommen. Don't misunderstand me. It just so happens that we have no other choice in these circumstances. More importantly, Bennings, what do you plan to do with that badge? Oh. A damaged CPD badge. You really think that's your brother's? Yeah, I'm almost positive it is. You might recognize it too, Tio. Yes. I imagine it was damaged during one of the raids on the cult lodges. Also ich will jetzt hier dem Ganzen nicht die Melancholie nehmen, aber sehen die nicht alle gleich aus? Also, woher wissen die denn, dass das von Guy ist? Also, außer, dass er hier vielleicht mal irgendwie mit involviert war und mit den Fällen hier zu tun hatte, aber es könnte doch von jedem x-beliebigen anderen ebenfalls sein, oder nicht? He told me it was his badge of honor. I see. No wonder he have seemed interested in exchanging it for a new one, no matter how many times I told him to. Vermutung wäre, dass durch diese Beschädigung da drin, dass das als individuelles Merkmal halt hinhält, weil diese Teile wahrscheinlich unzerstörbar sind und der bei dem Angriff, der ihn vielleicht auch zu Fall brachte, ja, dass das vielleicht so ein Indikator dafür ist, aber keine Ahnung. Dudley, you and my brother worked together, right? After Guy transferred to the First Division? Yes, we did. To be frank, he fit in with the rest of the First Division about as well as oil and water. Overbearing and reckless, always acting independently, he stood out like a sore thumb. He hardly cooperated with anyone, especially me. We were constantly at odds during every case. However, everyone in the First Division acknowledged him for the excellent detective he was. Myself included, of course. Dudley. When he was killed in the line of duty, it hit all of us in the First Division much harder than we ever could have imagined. Although we never really saw eye to eye with Guy, I think there was a part of us that depended on his rashness, his willingness to jump into action. We all desperately searched for any leads to his killer, but in the end we were left empty-handed. I'm sorry, Bennings, for everything you had to go through. Hold on, Dudley, it's not your fault. Guy shouldn't have gone off on that investigation alone in the first place. And you guys did everything you could to solve his murder. That's more than enough for me. I see. However, after all this time, we're on the verge of a breakthrough. We finally have a lead on who the culprit is. Though we had our suspicions 3 years ago, we didn't have a solid lead until now. With this, you might be able to finally settle your brother's old score for... No, I'll worry about my brother later. We've got a mountain of pressing issues to handle right in front of us already. I'll worry about Guy once we've solved these. Thank you, Lloyd. Oh, Lloyd, you really can't help but put others before yourself, can you?
Naja, aber es ist ja nur rational, also auch wenn das jetzt natürlich ein sensibles Thema ist, aber es würde ja niemandem was bringen, wenn er sich just in diesem Moment von der Trauer vereinnahmen lässt, auch wenn man das nicht immer steuern kann und dafür respektiere ich auch Leute. Also ich weiß nicht, ob ich das an seiner Stelle auch so könnte, aber die Entscheidung, die ist schon nachvollziehbar. That's just Lloyd for you. Very well, Bennings. We both have our tasks then. Let's see to them. After all, we can't let that annoyingly optimistic brother of yours outdo us, can we? Now can we? Right. Ich glaube, der Dudley, der mag uns seit dieser Mission, auch wenn er es natürlich niemals zugeben würde. Und damit ist Chapter 4 auch abgeschlossen. Okay. Das heißt, heute starten wir ins vermutlich letzte Kapitel. Und, das macht es auf jeden Fall nochmal interessant. Wir haben nochmal eine Promotion bekommen mit einem Power Suit. Boah, es wird bestimmt auch mindestens 2 Stunden dauern, bis wir uns nochmal bewegen können und ins Menü rein können. Aber ich versuche dran zu denken. Mal gucken, ob es gelingt. Ansonsten kommt die Erkenntnis vielleicht später noch. Mal gucken. Ah, jetzt kommen die ganzen abgeschlossenen Dinger hier. Guck mal, diese ganzen DP, die läppern sich ja am Ende des Tages doch noch ein bisschen. Shadows of the Cult, aber auch nur die Shadows. Und ich will jetzt ins Zentrum vordringen, aber erstmal wird gespeichert. So, gesagt, getan. Lasst uns continuen. Oder continuen. The same day, ja, 2:40 Uhr. Oh, interesting. So they finally made it that far, have they? Renne. Renne. Immer wieder sie. Und immer wieder wirft ihr Dasein mehr Fragen auf, als es Fragen beantwortet. It seems everyone has received their invitations now. With this, I believe everything is prepared for the party. Who shall uncover the demon's identity first? Estelle and Joshua? Or will it be the special support section? The demon's identity? Was meint sie damit? Or perhaps it will be... Old man's voice. Why all the questions? We both know you've already seen how things will play out. Das ist Jörg. Wir befinden uns hier in den Rosenberg Studios. Dieser Ort war von Anfang an sehr suspicious. Me? Oh no. I'm not so overconfident as to claim I can see the future. All I see are the threads that make up the tangled web of fate. I can't help but be curious as to what kind of tapestry all these intertwining destinies will weave here in this land called Crossbell. That is all, dear Meister. Nothing more, nothing less. If you say so. I have no idea what the Mafia and that cult are planning, but I imagine things are going to get unruly. Well, I suppose we reap what we sow. Perhaps this is retribution. Yes, I suppose one might say this is retribution for all the sin that has accumulated in that vast grey city. And here I was, certain that the society was involved in all of this. Well, Crossbell is a neutral zone between Ouroboros and the Septian Church. The Pope prohibits the Knights from taking action here, and the Grandmaster doesn't dispatch any enforcers to the area. Or so they claim, anyway. I always thought that your studio was rather dubious. However, I never imagined you'd go so far as to craft your own system that can remotely interfere with Crossbell's Orbital network. Thank you for that, by the way. I've had a truly wonderful time playing with it. Der Song im Hintergrund, der kommt mir sehr vertraut vor. War das ein Dungeon-Track, den wir in Trails from Zero schon mal gehört haben? Oder ist der aus einem anderen Spiel? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. If it was of use to you, then I suppose my efforts were worth it. When that man coerced me to cooperate, I nearly destroyed it out of spite. I see that your strained relationship with the professor hasn't improved in the slightest. Die reden aber nicht von dem Professor, oder? Also, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber es gab so einen ganz krassen Ending-Moment in der Sky-Trilogie,
wo am Ende die Identität eines besagten Professors alles über den Haufen geworfen hat, was mich dann, glaube ich, in die Hände von Teil 2 getrieben hat. Ich glaube, das war am Ende vom ersten Sky-Teil, aber ey, ich will da nichts Falsches sagen und ich will auch nicht zu viel rumspoilern. Head of the 13 Factories and Overborough 6 Angus Professor Novartis. Nee, das war nicht Novartis, das ist ein anderer. Der Name sagt mir gerade gar nichts. Why is he so interested in the Epstein Foundation's Orbit Network trial runs anyway? He's already got his Astro code. It's useless to try and figure out what that man is thinking. He was probably intending to use it for some confounded plan of his. What is that fool thinking giving away test models so have they... kann ich nicht aussprechen, das Wort. You're referring to that red archaism that the Special Support Section fought, correct? From what I've seen on the terminal, it seemed like quite the machine. Meint sie das Teil, was wir gerade bekämpft haben? Also gerade am Ende der letzten Folge? You'd think that, but it certainly had its issues with situational awareness and apt decision-making. Mann, seems it doesn't quite match up to your partner. Partner? Wenn vom Partner gesprochen wird im Zusammenhang mit Renne, ist doch Peter gemeint, oder? I'm certain the professor has realized I'm staying here by now, hasn't he? Putting me aside for the moment, has he said anything about my friend? He's been quiet for the time being. I imagine he's preoccupied with those new machines he's working on. In any event, I finished fixing your friend's posture control and reinforcing the structural integrity of his joints. The professor won't have any room to complain about the upgrades I've made to his creation. Thank you very much, Meister. Now, at long last, the final gamble can begin. Also diesen Dialog zwischen den beiden, den muss ich mir in aller Ruhe nochmal anhören. Da war ja gerade so viel Input, der auch wahrscheinlich schon so ein Andeuten auf das Ende hier in Traits from Zero mitbringt. Hihi, my, such a dreary face. You crafted an assortment of imposter dolls for me, taught me how to puppet them and allowed me to take refuge here. I truly am thankful, Grandpa Jörg. Grandpa? Aber nicht bei Blood, oder? There's no need to thank me, I haven't done much at all. In any event, you're going to be quite busy today, aren't you? Kann mir das jemand beantworten? Ob das der leibliche Opa von ihr ist oder ob sie ihn nur Grandpa nennt, weil er sich um sie kümmert und ihr Unterschlupf gewährt? What do you say we have our afternoon tea a little early in that case? Ich meine, wir haben ja ihre Eltern hier auch gesehen in Trace from Zero. Das würde ja bedeuten, dass er, der Vater, ja, entweder mütterlicher oder väterlicherseits dann ist. Wenn er der Grandpa, der blutsverwandte Grandpa ist. Hihi, that sounds splendid. Oha. Oh, ich fühle mich so an Xenogears erinnert, wenn ich das so sehe. Peter, let us go have tea. Da ist er. It will be a long day after all. Actually, it may very well be the longest day in the history of Crossbell State. Boah, wie die das Finale schon wieder anteasern und den geneigten Spieler schon wieder anfüttern. Da steht's, Finale. Oh mein Gott, ich krieg ein bisschen Gänsehaut jetzt schon. Crossbell's Longest Day. Achso, heißt auch das Kapitel. Okay. The same day, 3 p.m. Na, was geht? Cross Balance. Oh, Bracer Guild, ne? Arios. I understand. It's unfortunate things turned out this way. Warte mal, erstmal checken, wer hier am Tisch sitzt. Das ist unsere Gruppe mit Arios und Michel. Okay. We've been hearing rumors about the missing people here and there, but it seems we were a bit too late for the punch this time. I can hardly believe that horrible cult has shown itself again after all these years. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir immer noch nicht, wo die Leute sind.
Arios, you were part of the team that took the cult down 6 years ago, right? Do you think there's a possibility that some of the cultists may have survived? 6 Jahre zuvor? Wie alt ist denn der? Der scheint mir jetzt schon noch relativ jung zu sein, aber vielleicht, ja, ist er älter als gedacht? Keine Ahnung. Perhaps. We most certainly neutralized all of the lodges, but it's possible some individual members escaped and went underground. It would likely be very easy with assistance from a criminal organization. And Revage definitely seems like the most likely group to have covered for them. Why would they bother with something as risky as helping wanted cultists, though? It's hard to imagine someone as calculating as Don Marconi doing something like that. Ich glaube, für Geld machen die alles. Ist das nicht immer die simple, aber vielleicht richtige Antwort? You're absolutely right. There are plenty of groups that wouldn't overlook it if they found out Revage was harboring remnants of the cult. They'd be dealing with more than just us. The church and even that nefarious society wouldn't sit still either. In that case, this must mean that we're still missing some pieces of the puzzle, some details that haven't come to light just yet. Warte mal, ist jetzt schon der nächste Tag angebrochen? Mir fällt gerade ein, dass ich am Ende von Tag 3, aber vielleicht sind wir noch im gleichen Tag, ja... Ich muss was ausgelassen haben, Leute. Ich habe nämlich das finale Buch und ich habe aufgeschrieben Chapter 4. Dass ich das da finde. Dr. Glenn's Back Alley Dr. Glenn. Das hätte man in Chapter 4 finden müssen. Ich muss meine Quelle vielleicht nochmal abchecken. Und ich muss aufpassen, dass ich meinen letzten Speicherstand nicht überschreibe. Das macht mich nämlich gerade ein bisschen wuschig. Right, we don't have the time to look into it right now, though. We need to focus our efforts on finding out just where the Mafia has vanished to and locating the missing persons. I'm certain that if we do so, it will help us unmask the remaining members of the cult. So, does that mean that you guys are okay with partnering up with us? That's right, more than okay, in fact. Ich dachte eigentlich, dass Arios jetzt antworten würde, aber ist Michel jetzt der Entscheider am Ende? We can't just stand idly by while some of our citizens have gone missing. Not to mention the trouble this drug can cause. Thank you so much, we really appreciate the help. Of course, now that we're settled, we should decide how we want to split up our duties. Putting aside Estelle and Joshua, what are the other members doing right now? Fortunately, Scott and Lynn don't have anything urgent to tend to, so including Estelle and Joshua, that makes 7 of us. Okay, please call everyone here. I like to make sure we search the high priority locations before the day is over. You got it. I'll go and contact them now. Mal gucken, was die so erzählen. Ey, vielleicht ist einer von den Bracern am Ende einer, der kooperiert mit den Bösewichten oder so. Das wäre auch ein krasser Twist. Your coordination never ceases to amaze me. Eigentlich hat er ja nur gefragt. It's the most powerful asset the Bracer Guild has in its arsenal. That reminds me, has Sergei given his approval for what you're doing here? Yeah, he's already granted us permission to cooperate with you. Ach so, die Szene haben wir gar nicht gesehen, aber gut. He offered his thanks to you too, Arios. Is that so? Arios? Oh, jetzt kommt ein sensibles Thema, wenn sich die Musik verändert. You worked under Chief Sergei back when you were part of the Force, and you were partners with my brother, right? That's right. It was Sergei, Guy, and myself. The 3 of us were considered the most successful team in the history of the Force. We accomplished more than any other group, including the 1st Division. However, I quit the Force 5 years ago due to personal reasons, and with that, the team was no more. Sergei went back to the academy and Guy was transferred to the 1st Division. And then, 2 years later, Guy was killed in the line of duty. Wie die das immer formulieren, in the line of duty. Das klingt halt so edel irgendwie, aber ich finde, das macht's nicht viel besser, so. Sometimes I think about how things might have turned out if I'd never left the Force.
But I had my reasons for doing so and was resolved to see them through. Even so, I still reminisce about those days sometimes. The glory days, those handful of years I spent working alongside an eccentric boss and a hot-headed partner. To be perfectly honest, I'm jealous of your group. You are? Didn't think I'd ever hear that coming from the Divine Blade of Wind himself. If anything, I'd say we're the ones who should be jealous of the guild. Your members are free to help people however they see fit. The police have their own role to perform, just as the bracers have theirs. If it's the guild's role to pursue justice from outside the system, using their freedom from bureaucracy to help people, then the police's role is to pursue that same justice from within the system, burdened by the many contradictions authority places upon them. I'm sure you've come across said contradictions more than once by this point. There's something I grappled with in the past as well. Though they're often unreasonable, you may very well learn and grow from the challenge, just as I did. Pursuing justice while confronting the contradictions of authority. Do you think my brother pursued justice the same way too? Yes, I'm certain he did. In fact, it's most likely the reason Sergei fought as hard as he did to establish the SSS. But that's enough lecturing from me for one day. Ich finde, der hat uns nicht gelectured. Ich fand das sehr interessant. Also ich finde, Lecturing hat immer so einen negativen Beigeschmack, als würde man das so von oben herab tun, aber das hat er ja nicht. You should work hard to find your own answers. That's probably what Guy would have wanted too. Right. Man, that's one hell of an assignment. We're back! Estelle, wer auch sonst? Oh, Shizuku? Ist auch dabei. Oh, Estelle, Joshua and Shizuku too? My, that outfit of yours is just adorable, Shizuku. Oh, he's so cute. Thank you. Hello there, everyone. It's nice to see you again, Shizuku. Oh yeah, today is Shizuku's day out, isn't it? Yes, but unfortunately I had to deal with some urgent requests, so I asked Estelle and Joshua to accompany her. I apologize for putting this on the two of you. Oh, ich glaube, das haben die gerne gemacht. It's no biggie. I'm super lucky I got the chance to hang out with sweet little Shizuku. She even let me squish those adorable cheeks of hers. Hey, Estelle. Come on, Estelle, you're turning into some kind of cheek-pinching old aunt. But anyway, we heard the news from Michel. He said we were making an off-the-record alliance with the police, is that right? Yes, I'll explain more once the other members have assembled. Lloyd, I'd like for the SSS to be here for the meeting if possible. Of course. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Once everyone had assembled, they reviewed the current situation. After all of the responsibilities had been divided up, hätte ich jetzt gesagt, aber da steht was anderes. Amongst the group, Lloyd and the others returned home to the SSS building. Boah, sind wir viele. Okay, we take good care of Shizuku. Chief Sergei and Said are usually at the SSS building. They'll be able to keep watch, so you needn't worry over her. Right, thank you. Be a good girl and wait for me, Shizuku. Yes, Father. Please be careful out there, everyone. Of course, you don't need to worry about us. Yeah, I kinda wish we weren't so short-staffed though. She's right. Once we all head out on our investigation, this place will be an open target. Ach, der Michel bleibt hier und passt auf. Are you guys really okay with this? Maybe we should have some of our members help with your investigation. Don't worry about it. Besides, you're supposed to be getting a call from that doctor about the drug's composition today, right? Jetzt kommt nämlich Günther ins Spiel. Ich wette, meine Quelle hat das mit Chapter 4 einfach falsch gelistet, weil wir sind ja immer noch am Tag 3 quasi. Leave the missing persons to us. You can start preparing for the next mission. Still a bit hard to believe we're teaming up with the police.
It's fairly common in Remiferia, but I never thought I'd see the day in Crossbell. Pleased to be working with you, everyone. No, ma'am. The pleasure's all mine. Thanks, I appreciate it. If you run into any trouble, please don't hesitate to contact us. We'll be sure to let you know if we learn any new information. Alright, everybody, it's time to go out there and kick some butt. Yeah. Yeah. Let's go. Die Frage ist nur, wessen Butt wir jetzt als nächstes kicken. Man, seeing all of them together there was a little overwhelming. We're all well aware of Ariel's skill by now, but I could see why Estelle and Joshua are the guild's rising stars. All of the other members seem highly skilled as well. I'd be willing to bet everyone there was at least B rank, but dang, it's pretty rare for so many up-and-comers like that to all be at one guild branch. This must mean that the guild is really focusing their efforts on Crossbell. Looking at it another way though, you could say it means they're aware of how badly the CPD has its hands tied. Yeah, we just have to work twice as hard to keep up in that case. Wir haben einfach auch unfassbares Glück mit Sergey, muss man auch echt sagen, ne? Weil der uns echt freie Hand lässt. Ich glaube, in anderen Bereichen der CPD ist es noch deutlich anstrengender. Sorry, Shizuku, I suppose it's not exactly professional of us to discuss this in front of you. Oh, it's okay, I don't mind at all. Besides, I've heard that my father was a police officer too a long time ago. I know there are plenty of complicated problems happening right now, but this time everybody's going to work together to fix them, right? That's right. At the moment, though, I'd say it's more like they're helping us. Ach, nee. Ich finde, wir sind auf Augenhöhe, Hand in Hand unterwegs. Ich finde, das ist die falsche Perspektive. Alright, I just remembered. Were you able to give your dad that pendant you made the other day? Oh, yes, I was. He stopped by the hospital to visit me last night, actually. Das war eine optionale Mission, ne? Das ist jetzt also ein Zusatzdialog, den man quasi als Belohnung kriegt. I gave it to him then. I only wish I could have seen his reaction, though. After I handed it to him, he went silent for a bit before awkwardly thanking me. I bet he said something like, I'll hold on to this. Vielleicht hat er auch ein Tränchen verdrückt. Das kann sie ja nicht gesehen haben, aber sie wird das vielleicht raushören. Keine Ahnung. Yes, almost word for word. I can certainly imagine him saying that. It seems like not even the mighty Arios is a match for dear little Shizuku's charms. It just goes to show how important you are to him, Shizuku. Anyway, we should get you to the SSS building now. Mind holding on to my hand? Okay, thank you. By the way, is Kia there? She sure is. I bet right now she's busy playing with Zaid. I'm sure she'd be delighted to have you join her. I can't wait. Alrighty, let's escort our little princess back to the castle. Ich hab voll Angst. Ich weiß nicht, wenn die beiden Mädels da die ganze Zeit sind, nicht, dass irgendwann jemand unser Quartier angreift oder so. Ich meine, klar, Zaid ist stark und Sergey ist ja auch noch da, aber weiß ich nicht. The same day, 5 p.m. Es dämmert. Wir müssen an diesem Tag unbedingt noch mit Günther sprechen, bitte, damit ich wieder Hoffnung haben kann wegen dem Buch. Oh. Na, was macht ihr heute noch Schönes? Dem Hund geht's wahrscheinlich auch gut mit den beiden. Und ihr so? Was schweigen die denn alle? Alle völlig übermüdet wahrscheinlich oder ratlos. He's gonna be messing with us, right? Why is he so damn late? Auf wen warten wir? Sergey? That lazy dog... Ach nee, Günther. The lazy dog told us he'd call back around noon, didn't he? Yes, he did. I called the medical college, but apparently he's shut himself up in his lab. Perhaps he ran into trouble while analyzing the drug's composition. Or he's simply gone fishing again. Ja, letzteres wäre jetzt auch meine Theorie. Well, I don't think he'd do that to us this time at least. Kann immer jemand anrufen? And the doctor still hasn't got back to you with the results.
No, sir. According to St. Ursula, he's holed himself up in his lab, running test after test. Vielleicht ist das aber auch ein krasses Zeichen, weil er mit den Ergebnissen erstmal überfragt, überfordert ist oder so. Oder nicht weiß, wie er uns das übermitteln soll. Kein Plan. If things continue like this, it might be better to go talk to him face to face. Possibly. I want to know what the drug's made of before anyone else gets hurt. You four hurry to St. Ursula. Leave coordinating with the guild to me. Thank you, Chief. We'll leave right away. I guess we'd better go catch a bus down to the medical college. Ja, besser ist. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Ich hätte an deren Stelle voll Angst, dass man sich verpasst. Also, wenn er jeden Augenblick hier sein sollte, dann setze ich mich doch nicht im Bus und fahre dann zu jemandem. Also, die Gefahr wäre mir irgendwie zu groß, wenn man sich im Vorfeld nicht irgendwie abstimmen kann, aber okay. So. Das ist jetzt auf Short gelistet. Das war aber nicht immer so, ne? Aber jetzt ergibt das ja auch durchaus Sinn. Oh mein Gott, wir sind im letzten Kapitel, Leute. Ich kann die letzten Recipes jetzt theoretisch holen. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wo die waren, aber ich werde in die nächste Folge auf jeden Fall vorbereitet reingehen. I'll take care of communication with the guild. So you guys hurry and head over to see Dr. What's his name? Looks like Shizuku's with Kia. Yeah, Zai's with them too, so you don't gotta worry about stuff here. Don't worry about stuff here, I've got everything under control. You guys should hurry on to St. Ursula. We need the results of the drug analysis by the end of the day. Aber theoretisch, das letzte Buch, wenn meine Notiz stimmt, kann ich erst nach dem Gespräch mit Dr. Günther holen. Aber im Grunde genommen ist das ja auch egal, weil ich jetzt sowieso, wenn das Spiel mich lässt, einmal Crossbell nochmal begehen wollte. Vielleicht zum allerletzten Mal, ich weiß ja nicht. Warte, lass mich kurz überlegen. Genau, hier wollte ich gucken, weil die ja im Zimmer spielen. In wessen Zimmer waren die nochmal? Kia hatte doch ihr eigenes Zimmer, oder? War das? Nee, das hier war Sergeys Zimmer. Wir sind auch gerade auf der Männeretage. Das muss ja irgendwo oben sein. Hier sind nämlich die Mädels zu Hause. Ich gucke trotzdem, ob in den Zimmern irgendwas ist. Vielleicht ist das der letzte Besuch. Jetzt fange ich schon wieder an, sentimental zu werden. Wer weiß, ob wir jemals wieder Begehungen dieser Art durchführen werden. Everyone, welcome back. Looks like you already like 2 peas in a pod. Do you have to go to work now, guys? Yeah, we do. We'll be back soon enough, though. We will cook a big dinner together when we get back, okay? Shizuku can join us too. Awesome! Look, if you pet him right here, he wags his big fluffy tail. Oh Mann, ey, die haben ein Leben. Ich sag ja, kaum hast einen Hund zu Hause, steigt deine Lebensqualität meistens. Oh, hello everyone. Sorry, we have to step out for a bit. Could we leave Kia inside to you, Shizuku? Of course. I'm just thankful they're letting me join in and play with them. Well, you don't get to be out and about much, right? Stay as long as want, Shizuku. Thank you, I will. Can I really pet him? I'm a little nervous. Ah, der ist der allerletzte, der dir was tut. Der kann gefährlich werden, aber nicht lieben Menschen gegenüber. Davon bin ich überzeugt, auch wenn er uns die ganze Zeit anknurrt. Na gut, irgendwas wollte ich gerade noch zu Shizuku sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Hier oben war ich aber auch schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Hi, Korb. Wir haben dir schon lange nichts mehr gebracht, ne? Ich habe so gar keine Ahnung, was sie beim letzten Mal bekommen hat oder auch nicht. Ich gebe ihr Cat Food. Hat sie das schon mal bekommen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Kein Plan. Ich weiß nicht mal mehr, was die Belohnungen beim letzten Mal waren. Oh, das ist gar nicht mal so unbrauchbar. Okay. Giving us a gift, Thanks, Cobb. Where in the world did you find this, though? Ich habe noch eine Rüstung, die ich mir angucken wollte. Aber ich glaube, das war gerade das Übergeschenk, oder? Dieser Gemini Gem. Welche Farbe hatte der?
Da ist er, schwarz. Time to cast Arts. Oh, ist cut bei 50%. Nochmal das Doppelte von dem hier. Stackt das? Ey, wenn das stackt, ne? Dann ist sie ja ultra schnell. Aber ich wette, das tut's nicht. Mir ist das Risiko gerade zu groß. Oh nein, jetzt habe ich hier schon wieder das Problem. Oh Mann. Aber darauf kann ich jetzt nicht verzichten. Ey, ganz ehrlich, dann nehme ich ihr lieber EP3 weg. Damit sie schneller zaubert. Das ist einfach wichtiger. Ja, und wenn es doch stackt, dann habe ich mir gerade damit einen riesigen Gefallen getan. Aber ich habe jetzt hier mein Dings verloren. Aber dafür habe ich eine Calamity Claw. Mit Area L. Demonic Claws from Gehenna Grab at the Feet. Das ist, glaube ich, neu. Boah, ich weiß nicht, ob das so ein guter, fairer Deal ist. Ich habe doch ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Ey, es ist alles so traurig. Es ist alles so traurig. Ich habe das so 10.000 Mal gefühlt ja eingesetzt und weiß nicht mehr, wie das hieß. Warte, lass mir das jetzt einmal angucken, sonst raste ich aus. Galleon Tower. Oh Mann, ey. Es tut mir leid, Galleon Tower. Ich habe all deinen Hate verdient. Allen. Hasse mich, wie du noch nie jemanden gehasst hast. Ich kann das ertragen. So, jetzt gucken wir noch schnell hier mal vorbei. Der Power Suit, der war nämlich neu. 120 und Stärke 20. Hi. A groundbreaking, tight-fitting uniform that increases strength. Ich sehe schon. Wenn das mal nichts für unseren Randy ist hier. Arts Defense zwar komplett für einen Pop ist, aber egal. Er kriegt das jetzt. Und diese Battle Jacket, die war gar nicht so gut, ne? Die hatte auch einen kleinen, ja, Stärke-Boost. Deswegen war die damals für Randy so interessant. Das ist jetzt quasi sein Upgrade. Gut, ihr Lieben. Wir haben beim nächsten Mal eine komplette Stadt für uns. Ich werde mich entsprechend vorbereiten und gucken, wo wir noch Sachen finden können, müssen, sollten, die es nur hier zu finden gibt. Und dann gucken wir mal, was sich hieraus so ergibt, was wir eventuell vervollständigt kriegen und was hier Neues auf uns wartet. Und wenn wir mit der Stadt durch sind, das wird nicht in einer Folge gelingen, dann geht es weiter nach St. Ursula, wo wir nach dem Dr. Günther suchen, der heute nicht zu unserem Date erschienen ist. Da machen wir es halt andersrum. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.